So, hallo und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch mal, wie man eine Gewerbeanmeldung ausfüllt. Und als erster Schritt, bevor ich ein Business starte, muss ich natürlich ein Gewerbe anmelden. Ich sag mal, für gängige Business wie, sag ich mal, einen Online-Shop, ne, E-Commerce, Amazon FBA oder auch Dropshipping, da braucht ihr einfach ein Gewerbe. So, was müsst ihr machen? Ihr müsst nämlich einen Gewerbeschein ausfüllen. Diesen Gewerbeschein, den könnt ihr quasi schon mal vorausfüllen und müsst dann quasi zum Gewerbeamt eurer Stadt. Sucht einfach nach Gewerbeamt, zum Beispiel Gewerbeamt Düsseldorf und findet dann eigentlich relativ einfach die Formulare. Die Formulare sind eigentlich überall relativ gleich, so dass ich euch einfach mal durchführen kann. Ich habe jetzt das Formular schon mal hier geöffnet und jetzt natürlich die Frage, was für euch in Frage kommt. Wenn ihr jetzt ganz normal einfach nur einen kleinen Store öffnen wollt online, dann macht es meistens Sinn, einfach ein nicht eingetragenes Einzelunternehmen zu gründen. Das ist sozusagen halt die einfachste Form. Später bietet sich dann vielleicht an, eine GmbH zu gründen. Wenn natürlich der Vorteil einer beschränkten Haftung kommt dann natürlich zu Trage. Aber ich denke mal, für den Anfang macht es für jeden Sinn, erstmal ein nicht eingetragenes Einzelunternehmen zu gründen. Hier müsst ihr sogar einfach mal gar nichts eintragen. Natürlich hier euren Namen, Nachname, Vorname. Ne? Hier, das gehört auch zu dem Handelsregistereintrag. Das ist alles für GmbHs und sowas einzutragen. Das ist für euch als nicht eingetragenes Einzelunternehmen nicht notwendig auszufüllen. Hier natürlich euer Geschlecht ausfüllen. All die ganzen Daten halt, Angaben zur Person, die müsste man einfach mal ausfüllen. So eine vertretungsberechtigte Person, ja, hat man in der Regel dann halt nicht. Hier einfach halt, Betriebsstätte ist natürlich da, wo ihr aktuell wohnt, wo ihr gemeldet seid beim Einwohnermeldeamt. Müsst ihr einfach nur eure aktuelle Adresse hier eintragen und ja, dann habt ihr soweit schon mal die persönlichen Daten eingetragen. Jetzt natürlich die Frage, wenn ihr noch hauptberuflich tätig seid, dann ist es natürlich erstmal im Nebenerwerb, wird es erstmal im Nebenerwerb betrieben. Datum des Beginns ist natürlich immer optimalerweise in der Zukunft und beziehungsweise wenn es in der Vergangenheit liegt, dann nicht allzu weit in der Vergangenheit. Ich bin auch relativ neu. Ich habe jetzt hier zum Beispiel den 01.01.2019 meiner Gewerbeanmeldung stehen. Ich habe zum Beispiel auch jemand hier. Hier ist dann zum Beispiel auch die Unterschrift dann von der Stadt Mönchengladbach später, die man dann bekommt zum Beispiel. Und ich habe das eine Woche quasi nach dem 01.01. Mir geholt, beziehungsweise habe dann hier eine Woche quasi in der Vergangenheit eingetragen, aber das war auch kein Problem. Ich denke, für die meisten Art des angemeldeten Gewerbes wird es dann halt E-Commerce, wird es dann Handel sein. Falls ihr keine Ahnung was, eine Dienstleistung online anbietet, gegebenenfalls sonstiges. Ne? Ist natürlich auch möglich, dann, dass man da irgendwie Marketing oder so tätig ist. Dann würde ich hier vielleicht einfach sonstiges anklicken. So, natürlich eine Hauptniederlassung. So war es dann bei meiner Gewerbeanmeldung auch. In der Regel war es bei mir jetzt eine Neugründung, je nachdem, wie es halt bei euch zutrifft. Ne? Und die unteren Teile hier, die sind eigentlich gar nicht relevant. Eigentlich Erlaubnis ist eigentlich nur bei, ja, wenn man eine Tätigkeit ausführt, wo man Erlaubnis für braucht. In der Regel ein Online-Shop, ein ganz normaler Handel, da braucht ihr keine Erlaubnistätigkeit. Ja, das Wichtigste habe ich noch mal kurz übersprungen und das ist hier die angemeldete Tätigkeit. Ne? Hier einfach kurz beschreiben, was ihr für eine Tätigkeit macht. Ich hatte mir lustigerweise es relativ fancy ausgedacht. Ich hatte dann irgendwas geschrieben mit E-Commerce im B2C-Bereich von Gebrauchsartikeln. Ne? Hat dann irgendwie noch so einen steuerrechtlichen Code vom Zollamt hingegeben für Handel, für Gebrauchswaren, irgendwie Nummer 47 oder so. Braucht ihr gar nicht. Ich bin nachher da hingegangen, beziehungsweise ich hatte einer nahestehenden Person von mir eine Vollmacht gegeben, weil ich nebenbei noch berufstätig bin und habe ihr dann ein paar Anweisungen gegeben und habe dann gesagt, ja, falls Sie mal nachfragen, was ich mache, dann habe ich geschrieben zum Beispiel Onlinehandel mit Modeartikeln, Kleidung. Ja? So, das ist natürlich dann ein bisschen anders gekommen, als ich mir vorgestellt habe. Anstatt diesen schönen Titel, den ich mir da, oder die schöne Beschreibung, die ich mir ausgedacht habe, ist genau das nachher in der Gewerbeanmeldung gelandet. Ziemlich plump, aber hat halt einfach funktioniert, ne? Kein Problem. Bei mir ist es noch so gewesen, da ist mir dann direkt noch der steuerliche Erfassungsbogen mitgegeben worden, dazu dann später nochmal mehr. Das heißt, da muss man dann später noch so eine neue Steuernummer beantragen. Das heißt, auch wenn du berufstätig bist und eigentlich schon eine Steuernummer hast für deine gewerbliche Tätigkeit, bekommst du nochmal eine separate Steuernummer.
das wird auch mein nächstes Video sein. Da zeige ich auch, das ist vielleicht ein bisschen komplizierter, zeige ich euch, wie man da quasi diesen steuerlichen Erfassungsbogen ausfüllt. Ist aber, wenn man, sage ich mal, ganz normalen Onlinehandel hat oder sowas, eigentlich relativ einfach. Ne? Dann zeige ich euch dann auch nochmal. So, jetzt nochmal ein kleiner Tipp, was bei mir leider nicht geklappt hat. Ich hatte mein Gewerbe eigentlich schon viel früher beantragt. Und zwar, es gibt eigentlich noch eine Möglichkeit, über gewerbe.nrw heißt das, glaube ich, zeige ich euch mal hier, eine Online-Gewerbeanmeldung durchzuführen. Ja, das hat bei mir leider insgesamt nachher nicht geklappt. Ich musste mich identifizieren mit meinem neuen Personalausweis, ne, habe dann nochmal zu Hause die PUC gesucht für meinen digitalen Personalausweis, habe dann quasi mit meinem Handy im NFC-Verfahren mich online identifiziert und alles und habe das auch alles hinbekommen, habe mich da samstags mal wirklich 2 Stunden hingesetzt, ne? Dann das natürlich alles so ausgefüllt, hochgeladen etc. Dann kann man sich dann quasi hier später bei meinen Anträgen, kann man sich dann immer die Statusübersicht dann halt anschauen. Ne? Hier ganz normal Gewerbe anmelden und dann später kann man über das Servicekonto des NRW sich hier quasi den Status angucken. Aus irgendwelchen Gründen gibt es keine Anbindung zu dem Gewerbeamt, wo ich mich anmelden wollte. Und ja, ich habe bis heute keine Rückmeldung bekommen. Ich habe dann halt, wenn ich in den Status gehe, sieht man halt immer noch, da steht einfach nur Application und dann steht hier oben Eingang. Habe dann irgendwie geschrieben, hallo, meine Bearbeitungsdauer dauert so lange. Keine Ahnung, gab keine Rückmeldung. Und ja, schade. Also vielleicht probiert es einfach mal aus, wenn ihr keine Lust habt oder keine Zeit habt, sage ich mal, dahin zu gehen zum Gewerbeamt. Dann, ja, dann versucht doch einfach mal den Online-Eintrag. Für mich hat es jetzt leider nicht geklappt, aber ich denke, ne, es gibt viele Leute, die es vielleicht von zu Hause machen wollen, weil bei uns hat das Gewerbeamt dann auch zu wirklich nicht praktikablen Zeiten aufgehabt, sodass ich dachte, dass es eine gute Idee ist und ich dachte auch, dass es schneller geht, aber ist leider nicht der Fall. Ja, die nächsten Schritte wären halt, wie gesagt, der steuerliche Erfassungsbogen. Ne, das heißt, entweder habt ihr dann direkt beim Gewerbeamt ein Formular bekommen oder könnt ihn euch quasi online runterladen, aber das zeige ich euch dann im nächsten Video. Also, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn es hilfreich war, ne, dann lasst mir ein Like da, würde ich mich freuen und bis zum nächsten Mal. Ciao.